Hallo ihr Lieben, heute nur ein ganz kurzes Video. Ich lasse euch gar nicht dabei zugucken, wie ich das mache. Ich habe das bereits hergestellt. Ich wollte euch nur zeigen, was ich gemacht habe und erklären, wie ich es gemacht habe und was ich mir dabei gedacht habe und wie das so funktioniert hat. Und zeige euch das fertige Produkt und dabei auch die Details. Und das soll einfach ein ganz kurzes Video sein. Vielleicht mal ganz erfrischend, ne? Also, ich habe ein Spinnenkostüm genäht für meinen Sohn. Der hat sich gewünscht, zu Halloween eine Spinne zu sein. Ich habe ihm das ganz schnell genäht. Und zwar die Grundlage sind gekaufte Kleidungsstücke. Ich fange nicht an, Hosen zu nähen für Kinder, weil die kosten 2 Euro oder so. Dafür lohnt es sich gar nicht, sich an die Nähmaschine zu setzen. Leider. Und ich habe einen Pulli gekauft, einen schwarzen, so ein Feinripp. Der ist viel zu groß für ihn. Alles macht nichts, weil der wächst ja noch und dann passt es länger. Dadurch, dass es so ein Feinrippzeug ist, dehnt sich das und das hat hervorragend funktioniert. Dazu eine Strumpfhose, die er dann auch anhat. Die ist auch viel zu groß. Also das würde alles meiner Tochter auch noch passen. Und diese Strumpfhose habe ich in mehrfacher Ausführung, und zwar in dreifacher Ausführung gekauft. Und zwar habe ich dann noch die Beinchen, hinten die Hosen abgeschnitten und zugenäht, beziehungsweise bevor dem Zunähen habe ich noch Füllwatte reingestopft. Und an diesen Pulli, das zeige ich euch gleich alles nochmal genauer, an diesem Pulli habe ich Druckknöpfe angebracht und an die Beinchen auch. So kann ich das dann dort befestigen. Und hier hinten habe ich Gummis dran gemacht. Da habe ich einfach nur da drüber geschlupft. Da habe ich einfach ein Gummiband in so einer etwa Länge. Ich habe geschätzt, wie lang das so werden muss. Habe hier einen Knoten für sein Händchen, was da durchkommt. Hier nochmal 2 Knoten, wo das erste Beinchen durchkommt. Und hier am Ende auch nochmal so eine Schlaufe mit dem Endknoten. Den habe ich so ein bisschen nach hinten verlegt, dass der nach hinten zeigt, wenn er das anhat, für das untere Beinchen. Und dann hat er rechts und links diese Beinchen und kann als Spinne rumlaufen. Und genau, das zeige ich euch jetzt alles nochmal genauer in der Draufsicht. Ich habe diesen Pulli genommen und habe da an jeder Seite, also rechts und links, jeweils vor und hinter der Seitennaht jeweils einen Druckknopf gezwickt pro Ärmchen, was daran kommt. Oder Beinchen, Spinnenbeinchen. Dort auch. Oben 2, unten 2. Und da dran knöpfe ich an diese Beinchen. Die habe ich, also ich habe so eine Strumpfhose genommen. Einfach eine fertige Strumpfhose. Habe die hier direkt unter dem Schritt geschnitten, ausgestopft mit Füllwatte und dann so 1 Zentimeter eingeklappt, gerade zugenäht, mit dem Versuch, das so zuzunähen, dass das so zugenäht ist, dass wenn ich dann das Beinchen so an den Pulli ran schnappe, dass dann das Füßchen nach oben zeigt. Vom Pulli weg. Also so dass, wenn ich das Beinchen hier an den Pulli ran schnappe, das mache ich dann so nach unten, dass die Nahtstelle nach unten weggeht. Und so und so, da angeklackert. So. Und dann zeigt dieses Beinchen hier nach oben. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Manchmal zeigt es auch so ein bisschen schief rüber. So, wieder anschnappeln. Und dann habe ich hier dieses Gummiband. Genau, da habe ich einfach mir abgeschätzt, wie passt das so. Und dann so einen Knoten gemacht, den ein bisschen seitlich nach hinten verdreht und dann hier den ersten Knoten gemacht. Der kommt dann eben so nach hinten. Da muss ich den Pulli angucken. Das Schild ist hier hinten. Also ist nach hier guckt er dann. Und das heißt, dieses Teilchen mache ich dann nach hinten. Dann schnappe ich das hier so drauf. So. Und dann hier habe ich diese mittlere Schlaufe, die kommt dann auf dieses Beinchen. So. Dadurch bildet sich auch nochmal so ein bisschen mehr der Fußeffekt. Dadurch, dass es hier so ein bisschen abgesetzt und eingeschnürt wird. Und das kommt dann bei meinem Sohn um den Arm, der natürlich zu dem Zeitpunkt dann hier schon drin steckt. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und dazu zieht er dann einfach diese Hose an. Und dadurch hat er dann seine 8 Spinnenbeinchen. Ja? Und das funktioniert richtig gut. Vor allem, der ist ja 2, mein Sohn. Und der, so nach einer Viertelstunde hat er keine Lust mehr, die ganze Zeit hier mit so einem Baumelzeug rumzulaufen. Und dann hat er einfach gesagt, er will das abhaben. Und dann konnte ich es einfach auf der Party abschnappern. Und
das abmachen und schon konnte ich das einfach im Rucksack verstauen. Und dann hatte er schon nur noch einen schwarzen Pulli und eine Strumpfhose an. Das war super. Und er konnte dann eben noch schön toben und spielen. Das war sehr gut. Diese Druckknöpfe, dass die nicht sofort ausreißen, habe ich nochmal hinterlegt mit dem, was ich von der Strumpfhose abgeschnitten habe. Hier diesen Popo-Teil. Ne? Da habe ich mir hier oben vom Bund, den Bund habe ich abgeschnitten, eine Lage. Kann man sicherlich auch doppelt machen, je nachdem, wie lang der Stift ist, der von dem Druckknopf da durchgeht. Habe ich noch hier hinterlegt und einfach mit, ich habe da nichts angebügelt, nichts mit Liseline irgendwie hinterlegt, sondern einfach nur mit gegengeschnappert, also durchgestochen, um das eben, genau, dass das nicht so schnell ausreißt. Und bisher hat das ganz gut funktioniert. Ich habe es jetzt schon mehrfach an- und abgeschnappert. Genau, das so viel dazu. Ich habe als Idee noch dazu noch so eine Strumpfhose geholt, weil ich wollte auch noch einen Oktopus machen. Und dann würden die sich auch wieder mit den Druckknöpfen unten um den Bauch rum verteilen irgendwie. Aber das ja, habe ich noch nicht ganz ausgereift. Ich dachte an den Gürtel, wo ich die dann dran verteile. Deshalb kam ich ursprünglich auf die Druckknöpfe. Dass das jetzt so praktisch ist, weil er dann nach 10 Minuten keine Lust mehr drauf hat, das hat sich einfach so ergeben. Ihr könnt mich ja mal wissen lassen, was eure Idee so wäre, wie ich daraus jetzt noch einen Oktopus machen könnte mit den Beinchen. Also ich habe noch eine Strumpfhose, weil er hat ja dann 2 Beinchen und dann brauche ich ja noch 6 Beinchen dazu für den Oktopus. Genau, lasst mich mal wissen, was eure Idee ist, um einen Oktopus daraus zu machen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.